Hallo, liebe Aquarellfreunde. Nachdem wir im letzten Film ja den Himmel geübt haben, geht es heute um Wasser und Spiegelungen. Ich unterrichte ja zweimal im Jahr an einer Akademie in Mecklenburg-Vorpommern und dort liegt das Haus, ganz ähnlich wie hier in meinem heutigen Motiv, am Wasser. Hier seht ihr in meinem Skizzenbuch das vor Ort im Kurs gemalte Bild. Ich habe für heute ein Foto von einem ganz ähnlichen Gutshaus gefunden, von dem ihr die Details für eure Skizze gerne übernehmen könnt. Hier seht ihr meine vorbereitete Skizze. Das Haus liegt eingebettet zwischen hohen Bäumen am Seeufer. Ich beginne mit einer Mischung von lichtem Ocker und Cadmiumgelb für eine frische Untermalung in der Uferzone und mische dann etwas Grün für die hellen Tonwerte der Bäume dazu. Mit Xylinblau setze ich einen hellen Sommerhimmel. Nun wird mit Cadmiumrot ganz großzügig über die Dachfläche gemalt. Es ist wichtig, dass sich das Rot mit viel Wasser in das Grün der Bäume und auch ein wenig in den Himmel bewegen darf. Auf keinen Fall soll in diesem Stadium das Dach ausgemalt werden. Bei dieser ersten Untermalung hat Verbindung zwischen den einzelnen Farben und Formen oberste Wichtigkeit. Es werden fast keine harten Kanten und Ränder gesetzt, nur da, wo das Haus hell bleibt, gibt es scharfe Konturen. An der Uferkante liegt hier nun ein großzügiger Farbwassertropfen. Diesen hole ich mit dem Pinsel und klarem Wasser ab und setze Strich für Strich hier meine Seeoberfläche. Nach jedem Strich wieder in die tropfige Ansammlung am unteren Rand hineingehen, dabei den Pinsel etwas steil halten, so entsteht eine gleichmäßige Fläche. Die Farben variieren jetzt. Ich arbeite Xylinblau, Alizarin Karmesin und Ocker nach und nach mit ein. Und zum unteren Rand hin wird die Farbmischung etwas dunkler und auch dicker. Zu dem Kobaltblau kommt zum Schluss etwas Violett dazu. Hier sieht man gut, dass der Pinsel am Ende nicht mehr so viel Wasser führt. Nach dem Trocknen geht es weiter. Ich feuchte den oberen Rand im Himmel hier ein wenig mit klarem Wasser an, um für meine entfernten Bäume weiche Ränder zu bekommen. Mit einer kühlen Grünmischung aus Perylane Green und Ultramarinblau ummale ich das Hausdach. Grüntöne und Wassermenge in der Mischung werden ständig variiert, so sieht es schön natürlich aus. Auch das kleine Hausdach wird auf diese Weise ausgespart. Im Vordergrund wird das Grün heller und auch der Tonwert leichter. Auf der anderen Hausseite arbeite ich ähnlich. Das Grün ist hier aber etwas heller und verdeckt einen Teil des Hauses. Nach vorne hin wird es diesmal etwas dunkler, den Pinsel mit lockerem Strich über das Blatt tanzen lassen. Für die Spiegelung benutze ich einen Flachpinsel. Mit einer kräftigen Mischung aus verschiedenen Grüntönen gehe ich mit wellenförmigen Bewegungen über das Blatt.
Mit der schmalen Seite des Pinsels ziehe ich feine Linien, um die beiden Spiegelungsformen miteinander zu verbinden. Der untere Teil der Spiegelung wird angesprüht und ganz unten mit einer grün-violetten Mischung noch einmal überarbeitet. Den letzten Tropfen hier unten gut absaugen. Die feuchte Farbe fließt beim Trocknen zurück und gibt sonst einen Wasserrand. Hier oben muss ich noch ein wenig anflicken. Ich möchte ja das rote Dach des Hauses im See auch etwas gespiegelt sehen. Nun deute ich einige Schattenlinien und die Fenster ganz zart an. Die linke Hausseite liegt komplett im Schatten. Hier benutze ich eine meiner Lieblingsfarben, Lavendelblau, das sich hervorragend für Schatten auf weißem Grund eignet. Das kleine Boot mit dem Angler darin male ich jetzt mit Kobalttürkis Light und etwas Zylinblau. Mit angefeuchtetem Pinsel und einem trockenen Tuch hebe ich feine Linien aus der Wasseroberfläche wieder heraus. Diese helleren Wellenlinien kann man danach mit einem ganz hellen Grau auch noch etwas abschattieren, dann wird es noch plastischer. Hier kommen noch ein paar Schattendetails unter die Schornsteine und in die Fenster. Ein klein wenig Detailarbeit auch noch am Boot und mein Bild ist fertig. So, für heute ist mein kleines Motiv fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle, die uns hier auf YouTube schon unterstützen.
Mit eurer Hilfe können wir auch in Zukunft interessante neue Aquarellfilme herstellen. Für alle, die noch dazukommen wollen, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.